So, hi, hey. Na, ihr seid ihr auch so von der Sonne geplagt? Ja, sind wir es nicht alle. Deswegen sind wir hier und haben ein bisschen Rätselspaß mit Lamplight City. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Und wir laden mal. Ich tendiere immer dazu, hier auf Löschen zu drücken. Ah, stimmt, wir waren in dieser komischen Wohnung von diesem Typen, wo wir im Loch diese Kiste gefunden haben. Mit dem Revolverrest. Also mit dem Revolverabdruck. Nein, also mit dem... Da könnte ein Revolver rein in die Kiste. Also. Und, So Puffin plays it. das haben wir hier gefunden. Huh. I was wondering when he. Ich glaube, das war auch alles Wichtige, schätze ich mal. Puffin's daily plan. Ja, haben wir uns auch schon angeschaut. Nothing else in there. Schade. Machen wir Statue da of bevor. Eros, I believe. Also, wir sind hier in der Wohnung von dem Pianisten. Also von diesem Schreberling. Von Puffy? Ja, Puffy, ne? Ja, hat er gerade gesagt, ne? Und, das ist natürlich schon sehr verdächtig, was wir hier finden. Das macht ihn schon sehr verdächtig. Wir haben da ja einige Thesen, warum und wieso das so ist. Waren wir jetzt noch irgendwo nicht oder müssen wir noch irgendwo hin? Wir müssen noch ins Diner auf jeden Fall die Bedienung befragen, was sie da an der Tatnacht gehört hat oder mit wem sie geredet hat, weil da wurde offenbar ja mit ihr geredet. Das hat uns ja jemand gestanden, dass er sich noch länger mit ihr unterhalten hat. Excuse me, barmaid? Hi, what do you need? Sie hat uns also nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ne? Genau. Was ist mit Presilla? Und was ist mit dem seltsamen Mann? Wir wissen da was du uns nicht gesagt hast. Does the name Presilla mean anything to you? Nope. I was given the physical description of a man, and I was wondering if you might recognize him if I told you. Perhaps. Go on, then. He's tall, of strong build, with a beard or mutton chops, dressing all in black and possibly wearing a cap. Bit vague, wouldn't you say? That covers about half our clientele. I was afraid that might be the case. Did you notice anyone of that description here on election night? No. Can't say I did, sorry. Is that right? Because Cormac told me he saw you speaking with someone of that description shortly after the murder occurred. And you believed him? Cormac's a good sort, but he's not exactly reliable. I'd say he's twice as reliable as you are. Now tell me the truth, or I'll have you in as an accomplice to murder. All right, relax. I don't know the man by name, but he came to me after the commotion outside and paid me a few crowns to keep my mouth shut about it. I didn't ask any more questions, and I wasn't about to refuse some extra cash. That was that, I swear. That's not good enough. I need some way to find this man. Is there anything else you can tell me? Well, I did notice he had a scar on his left cheek. Kinda looked like a shepherd's crook. But that's all, really. I suppose that'll have to do. I appreciate you taking the time to chat. Yeah. Ja, also der hat auf seiner Backe, also auf der Wange meint sie, ne? Die Backe ist am Hintern, die Wange ist im Gesicht. Hat er wohl einen Narbe? Aber er hatte wohl recht. Also Comic hatte recht. Wie kommen wir jetzt da weiter? Ein großer bartschaltiger Mann, graute ein Boxer, ein Dockarbeiter, hat ein Bart und Koteletten, war ganz schwarz gekleidet, trug eine Mütze, Red Hat und hat eine Shape of a Shepherd's Crook on his left cheek. Dankeschön, Fuchsi. Vielleicht müssen wir noch mit dem Gerichtsmediziner sprechen oder sowas. Sind dann noch ein paar Details hier ans Licht gekommen. Ansonsten können wir natürlich auch jetzt mal den Onkel hier befragen. Es scheint ja tatsächlich alles also den Onkel von Ned, hier Puffy. Es ist ja wohl eine große, dramatische Geschichte voller Irrtümer und Verwechslungen. Can we talk for a moment, Upton? Certainly. What's on your mind? Upton, I need you to put out a bulletin. There's someone I need found. Oh? Who's that? I don't know his name. I only have a description. All right, I'll need to ask you a few questions.
Could you describe the man's height and build? He's tall, with a large build. All right. What color is his hair? I'm certain it's red. All right. Do you know of any unique details that might make him easier to identify? Yes, he has a scar on his left cheek in the shape of a shepherd's crook. Good. That will be helpful. All right, I'll put out the bulletin. Give me a moment. All right, the bulletin is out. I'll let you know if... Upton? Just got your bulletin. Hello, Giles. Have you got something for me? As a matter of fact, I've got someone in the jail fitting your description perfectly. You don't say. Yup. Name's Harvey Presser. Got picked up a couple of days ago. Thank you, Giles. You heard the man, Fordham. You've got yourself someone to interrogate over at Bow Street. Aha. Ein Harvey Presser. Ja, das ist ja interessant. Harvey Presser, also. Und der ist das wohl, der da gesehen wurde. Also der entspricht auf jeden Fall. Ja, das ist ja Fordham, interessant. you look even worse than the last time I saw you. We can't all manage to keep looking as good as you, Giles. What brings you back? Na, der da. Ginger. I'm looking to speak with your prisoner. Presser? I just got off the horn with Upton about him. Seems you're not the only one interested in finding the man. Then I suppose it's lucky I got here first. Suppose so. Ja. What was he brought in for, exactly? He's the suspected leader of a cooping gang. Makes me glad I didn't bother to vote. All those dirty politics are just a waste of time. Ah, And ja. people wonder why nothing in Parliament ever changes. Na, dann reden wir mal mit Harvey Presser. Wenn er denn möchte. Harvey Presser, I presume. Who's asking? Miles Fordham. I'm a private investigator. What do you want from me? Just a few minutes of your time. You don't have anywhere to be, do you? Hardy ha. Ask what you want, but I'm not answering anything until I see a lawyer. I hear you were arrested for leading a cooping gang. Is that right? I don't have to tell you a thing. You're not a copper. Do you recognize the man in this ferrotype? Should I? His name is Ronan Lespay. He was shot outside the Silent Raven on election night. That's a real shame. Are you saying you know nothing about the murder outside the Silent Raven on election night? Not a thing. I've never even heard of the Silent Raven. Is that right? Because I've spoken to at least 3 people who swore they saw you there that night. Yeah, and you're not police, so that doesn't scare me. You can't do a thing about it. This guy's starting to get on my nerves. There has to be a way to make him talk. That's all the questions I have for now. Good. Leave me in peace. Okay. Können wir den irgendwie zwingen dazu, dass er mit uns redet? Können wir es He's watching tun, you als wären like wir a Polizist? hawk. Looks liable to toss you in one of his cells if you try any funny business. Oder wir brauchen jemanden, der ihn für uns verhört oder I bet so. that's a direct line to the police department. You should make a rude noise into it when Giles isn't paying attention. He's watching you like a hawk. Ja, das lief tatsächlich nicht Either so crime, gut. Ja. not much. Ja, da wird wohl nur ein Gespräch mit Upton nochmal helfen, schätze ich mal. Das ist ein bisschen kritisch jetzt. Da kann ich tatsächlich nicht viel machen. Not much of a V. Oder wir holen jemanden einen Anwalt oder so. Ich weiß auch nicht. No point. Mist, ey. Wir fragen nochmal Upton einfach. Also, im Revier, nicht zu Hause. Can we talk for a moment, Upton? Certainly. What's on your mind? Upton, what do you have on this Harvey Presser fellow? Give me a moment, and I'll locate the arrest report. Here we are. He was picked up in a bar in Chumley after being identified as the leader of a cooping gang by one of his fellow gang members. Aha. So much for loyalty. Anything else about him? Not much besides his address. That might be worth looking into. It's 5885 Riverview Road, right near the asylum. Oh. Ah, wonderful. Maybe afterwards you can drop by and pick out a room. Hä, was ich mir hier für I'll let you get Wohnungen back to work. And auseinandernehmen you'd better darf do the same. innerhalb dieses Falls, ist ja der Wahnsinn, ey.
So viele privaten Eigenheime habe ich ja noch nie auseinandergenommen. Da können wir schön rumschnüffeln hier in den... Oh. Just a moment. Wer ist denn das? Yeah? What do you want? Ooh, she doesn't look like the type to take any guff. Ach, der hat Better watch Familie. yourself, Miles. Oh. Ich würde gerne eine Tasse Zucker ausleihen. Eine Tasse Zucker? Ich würde gerne über einen Mann sprechen. Oh. Tja, shit. Versuchen wir es erstmal mit Zucker? Ich habe keine Ahnung. Oh, Mann. Just wondering if I might borrow a cup of sugar. Is that supposed to be some sort of joke? Oh. We've hardly got a pot to piss in, let alone any sugar. I didn't mean to offend you, madam. I don't know what you're playing at, mister, but I've got too much on my mind to deal with it. So get out of here before I make you regret knocking on my door. Oh, Mann. Ooh, I like her. Shit. Shit. Oh nein. Oh nein, ich hab's verkackt. Oh nein! Ja, warte mal, was ist das für ein Spielstand? Ach nein, Mann. Ach, wie dumm. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach ja, wo soll ich das denn wissen? Ich dachte mir, ich bin mal freundlich und frag mal Keep einfach up the so. good work, Upton. Shit. No point in... Ja, toll, wir hatten... Mann. Ach. So, da war alles. Das war fertig. Ab nach Hause. So, dann waren wir bei Upton. Dem Polizeirevier. Nee. Genau, wir waren erst hier am Silent Raven. So. Beeil dich mal, Miles. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit hier. So. Ich habe übrigens einen Community-Beitrag geschrieben für Hi, heute. what do you need? Ich will, dass ihr alle, die jetzt im Chat anwesend seid, da noch einen Senf dazu gebt. Oder es zumindest lest. So. Presilla. Is the name? I appreciate you taking. Nein! Oh, ich bin dumm, jetzt habe ich da falsch. Excuse me. I was. Bla 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 bla. Okay. I appreciate. Tschüssi. So, und weg. Mann, 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 Mann. So, weg. Schnell, ich hab keine Zeit nicht. Was kommt davon, wenn man mal nicht bei sowas... Aber man kann halt auch nicht im Gespräch speichern, deswegen ist es ein bisschen kritisch, ne? Groß. He's short. Nein, ich bin so dumm. I'm certain. Was ist denn das? Yes. All right. Thanks, Upton. Can we talk? Certainly. Can I try? Could He's tall. Nur weil die Maus da I'm certain. blöd Yes. hingeklickt hat. all Immer right. diese blöde Maus. You heard the man. Kann ich nicht dafür. Jetzt mach hin, Boy. So. Auf ins Gefängnis. Dann klicken wir uns hier nach Fordham. Ja. Geh nach Hause, Alter. Harvey Presser, I presume. Who's asking? Miles Fordham. I'm a private investigator. What do you want? Just Community-Beiträge haben mit Discord nichts zu tun. Das ist auf YouTube. Solltest du eigentlich in deinem Abo-Feed drin haben. do you reckon? So. Are you? Okay. Und tschüss. Und wieder zurück. Mann, haben wir viel gemacht in der Zwischenzeit. Was erst normal spielen muss, das ist ja krass.
Upton, what do you have on this Harvey? Ja, das Give habe me ich a schon moment. gesagt, dass die Backen am Here Hintern we- sind. Die Wangen sind im Gesicht, die Backen sind im Hintern. I'll let you get back to work. And Ja, soweit waren wir auch schon. So, okay, so. Jetzt speichern. Sichern. Pack. Überschreiben. Bestätigen. So. Hallo. Klopf, klopf. Just a moment. Also er hat Familie und da liegt auch noch ein Kind ins Bett. Arme Menschen. Yeah? What do you want? Mrs. Presser, I'd like to speak with you about your husband. Well, he's not here right now. He's been away for a few days, actually. Ja. Who are you exactly? My name's Miles Fordham. I just have a few questions. I promise this won't take long. All right, come in. But try and keep it down. My daughter isn't feeling well, and I don't want her being disturbed. Oh nein, die Arme. Ja dann. Dann let's talk. Mrs. Presser? Yeah, what? So what do you do while your husband's away? Hang on there, what are you playing at? I'm a married woman. I merely wanted to know a bit more about you, that's all. I meant no disrespect. Is that your game? Asking innocent ladies about themselves so you can have your way? She doesn't have to worry about being mistaken for innocent, that's for sure. No, you know what? Just forget I said anything. You know a man named Ronan Lespay? Never heard of him. And you've never seen the man in this ferrotype? Nope. And I'm glad I haven't. Looks like a real pushover. Is your daughter all right? She's just come down with a bit of something. This stew I'm making will put her right again. I've been giving her regular doses of Pink Bladder's Miracle Tonic, too. I'm sure she'll be back to tearing the house down again in a matter of days. Ticks after her father, that one. What does your husband do for a living, Mrs. Presser? Harvey? He's a traveling salesman. Sells steam-powered cleaners like the ones in the corner there. Oh? Doesn't make much money on account of most people being afraid of steam tech these days. But Harvey tries his best to provide for me and little Mary. He's a good man. The job takes him out of town for days at a time, but we get by. And that's all he does? What are you asking? You know something I don't? No, not at all. I was just curious. Oh, look, another husband keeping secrets from his wife. There are a copper a dozen around here, it seems. Are you pleased with the election results? Yeah, I'm glad that no-good high muck-a-muck Outwood was voted out. Maybe now they can finally get to work on that bridge to Gascon we've been promised for so long. But won't Leroy's opposition to steam tech be bad for your husband's business? Maybe, but Harvey's always managed to land on his feet. If it comes down to it, I'm sure he'll be able to find a new job in no time. I was never too keen on him selling those contraptions anyway. It'll be a relief to get them out of the house. I don't have any more questions for you, Mrs. Presser. Good. She doesn't look so good. Some of those modern steam cleaners, if they use them in this place, they clearly aren't worth a damn. Seems to be a notice from the bank threatening to foreclose on this place if they're late on their rent payment again. No wonder Harvey's taken a second job. It seems peasant soup is on the menu tonight. Presumably that goes into the presser's bedroom. Or it might be a closet. Or both. Die war ja wirklich richtig charmant. Aber warum, ich frag mich jetzt tatsächlich, warum ihr nicht jetzt sagen konntet, dass ihr Mann im Gefängnis ist. Sollte sie doch vielleicht wissen, oder? Also, A oder? man's coat. That's Seems Harvey wasn't expecting to be out for very long. Ja, die Frage ist, was macht er mit seinem Zweitjob? Mit seinem illegalen Geld. Er steckt es auf jeden Fall nicht in dieses Haus. She does. Oder in diese Wohnung. Ja, Community-Funktion ist immer richtig toll. Da muss man selber nachschauen. Eigentlich sollte die auf der Startseite in eurem Feed drin sein. Das heißt also, wenn ihr es über Smartphone oder auf YouTube benutzt und ihr geht auf Start, dann sollte da eigentlich in dem Feed sollte diese Community-Post drin sein. Das kommt immer darauf an, wie viele Leute man abonniert hat und so, dann sieht man das halt besser oder schlechter. Aber eigentlich ist es da drin. Eigentlich. Ja. Okay. Wir reden nochmal mit ihm. Vielleicht können wir mit ihm mit seiner Tochter irgendwie ein bisschen
locken. A few more questions for you, Mr. Presser. Whatever you say. Wir kriegen ihn schon weich. I had a little chat with your wife. You have a lovely family. Mildred? How did you... I may not be with the police anymore, but that doesn't mean I can't still get the information I need. You didn't tell her about me being in jail, did you? Don't worry. It was quite obvious your wife has no idea what you're involved in. As a man who values discretion, I thought it best not to shatter her illusions. That's awfully decent of you. Of course, I might change my mind, unless you start to cooperate. I have to say, Miles, you've become a real natural at this tough cop role. All right, fine. I'll talk. Just leave my family out of it. Dankeschön, Fuchsi. Do you recognize the man in this ferrotype? Yes, I do. That's Mr. Lespay. And how is it you know him? I was assigned to watch him and then pick him up on election night. Assigned? By whom? My employer. I'd really rather not name names, Mr. Fordham. I don't care about your employer. What I care about is what you were doing with Mr. Lespay. Well, it was a cooping scheme. He was one of the people I was told to pick up. Tell me more about this cooping scheme. I got paid to find men to vote for Atwood. Simple, really. Once I found a good mark, I followed him a bit, knocked him out, then took him to the coop, a little room I rented near the Raven. I had about 5 men on election night, including Lespay. Got them all liquored up and walked them over to the polls. Once each of them voted, we'd walk back over to the coop. I'd change their clothes, maybe give them a fake beard, and walk back for another vote. Did it for myself, too, so people would be less likely to notice. Kept it up for a few hours, until the murder. Is this your first time in jail? Yeah, actually. Suppose you think I'm just some criminal scum, born for the gibbet? I'm not a bad man, Mr. Fordham. I just made some mistakes. You've met my family. I'd do anything for them. Anything. I suppose no good deed goes unpunished. You can say that again. Tell me what you know about the murder outside the Silent Raven. The most important thing I can tell you is that I didn't kill him. Do you know who did? Not a clue. I was inside the bar when I heard the gunshot. I went outside to see what had happened and found Lespay on the sidewalk. And what happened next? What do you think? I panicked. He was in my care. I wasn't expecting anyone to get killed. I think Mr. Presser has a wildly different definition of the word care. I went inside and gave the barmaid 10 crowns to keep her mouth shut. Clearly, that was money misspent. Then I went back home, told my wife I was going away on a business trip for a few days, just in case. Good thing I did, too. I might get out of this with her none the wiser. What makes you so sure they'll let you out? Me? I'm just a small fish, but I could talk and talk about whales. That's valuable information. Quite the shrewd negotiator, this one. I think his skills have been wasted. That's all the questions I have for now. Good. Leave me in peace. Er will, dass wir ihn in Frieden lassen, aber wir sind der Einzige, der ihm gerade helfen kann. Ja, aber die Frage ist, was bringt uns diese Information jetzt? Das, was er hat ihn verkleidet und er hat ihn umgezogen. Das könnte auch erklären, warum der gesehen wurde ohne Bart und mit Bart oder was. Aber was hat das mit Ned zu tun? Das ist irgendwie diese Geschichte mit Presilla und so. Patricia? Ich weiß mir da nicht recht zu helfen. Keep up the good work, Upton. I might have some... Ich bin mir nicht sicher, wo da mein nächster Anhaltspunkt ist. Pardon me, Edwards. Yes? Edwards, do you know much about the effects of opium? Quite a great deal, unfortunately. It's all the rage these days. Most people use it to calm the nerves or relieve pain, but it's highly addictive and has numerous adverse effects. Such as? It depends, really. Most common are sweating, nausea, memory loss, or blurred vision. But more serious cases can lead to hallucination, violent mood swings, coma, or even death. I just had a case in here a few weeks ago who died from an opium overdose. It wasn't pretty. Doesn't sound like it. Thanks for the information, Edwards. Anytime. Vielleicht war Paffy I'll be going now, Edwards. auch einfach care, mal Fordham. mega high.
und hat gedacht, er sieht ja irgendwie nett mit Presilla, Patricia. Und hat dann auf Ronan geschossen. Er hat auf jeden Fall die Knarre. Er ist der Einzige, der bislang eine Waffe hatte. Wir wollen noch mal mit ihm reden, glaube ich, ja? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und absolut erforderlich. Presilla. Danke. There won't be much more help right now. Shit. Okay. Mit wem können wir denn da reden noch? Wir reden noch mal mit jedem. Wir fangen mal bei Ned an. He hasn't got... Ned möchte nicht. Möchte sie? Just a moment. Ich puste die Kerzen aus, um ihn zu ärgern. Oh, it's you again. Ja. Sehr gut. I think we've pestered her enough. Hä, warum kann Some ich of those denn- mod... She doesn't look so... Warum kann ich denn hier noch rein? A man's coat. It seems peasants... Also hier bin ich noch nicht fertig. Seems to be... Presumably... Hier bin ich noch nicht fertig. I think we've pestered her enough. It seems peasants... Aber wieso? Presumably... She... Ja, genau. Deswegen ja. Ja, weil sich Ronald und Ned so ähnlich sehen. Das ist ja die Sache. Was kann ich denn hier noch machen bei denen? Oh, meine Maus wird langsam leer. Ja, klar. Also das glaube ich nämlich auch, dass Ned sie verwechselt hat. Die Frage ist, müssen wir es noch irgendwie beweisen? Oder müssen noch irgendwie irgendwas tun dafür? Versteht ihr? She's not... Leave him be. Now... Ich glaube, uns fehlt noch so ein kleiner... Dankeschön, Daniela. Irgend so ein kleiner Anhaltspunkt oder so. To think in an instant, a man... Now's not the time. Vor allem, weil angeblich ja hier auch Presilla gesehen wurde. Aber ich glaube, dass es tatsächlich nur... Vielleicht Doesn't look like... She... nur eine Vorstellung Looks like that's gewesen. Ne? Die war nie wirklich da. Oder so. Die wollen alle nicht mehr mit uns reden. Man hat nur Namen gehört. Ja, das stimmt. Let's not... I don't think... Well, please enjoy our... Just a reminder, we... That leads into... Ja, die Frage ist, gibt es überhaupt noch was zu holen? Was gäbe es noch? Was ist mit Jimbo? Kann er uns vielleicht noch weiterhelfen? Jimbo. Hello, Jimbo. All right, fine. Ah ja. Does the name Presilla mean anything to you? Yes, that's my ship, the SS Presilla. I see. Did Ronan know about it? Of course. He always used to ask me to bring him back some exotic souvenir. Thank you for your time. You're welcome. Hä? Moment. Sein Schiff heißt Presilla? Attention Was? customers. It's nice to... Was? Wie kann denn das jetzt zusammenpassen?
Ich warte auch noch auf diese Kultfrau, genau. Irgendwie haben wir immer irgendwas mit der zu tun. Ja, aber Moment. Wie passt das denn jetzt zusammen? Hi, Larissa. Have you got time for a... Yes. Are you familiar with someone who goes by the name Jimbo? No, I don't think so. Who is that? A friend of Ronan's. No, as I told you, I didn't know Ronan to have any friends. I especially don't recall him mentioning anyone called Jimbo. Did Ronan know anyone named Presilla? Presilla? No, I never heard that name before. Who is she? Just a name that's come up in my investigation. I wonder if Ronan had finally met a young woman. Oh, boy. Now you've done it. Those are all the questions I have for now. All right, Mr. Fordham. Also, ich kapiere das Große und Ganze dahinter noch nicht. Ronald hat besoffen Presilla gestammelt, ist das Schiff gemeint und hat Tom den Namen gehört. Aber diese Briefe sind doch an eine Presilla und seine Schwester hat auf jeden Fall was gegen die Homosexualität von Ronan. Und seinen Ex-Freund Jimbo, dessen Schiff Presilla ist. Nebenbei geht ein Wahlbetrug wegen der Wahl. Und Puffy fälscht Briefe von einer Presilla an Ned und an Presilla. Was? Was sind da? Das muss noch einen Zusammenhang geben zwischen den ganzen. Presilla ist das, was alle verbindet miteinander. Der Name Presilla. Und was ist Presilla? Ist Presilla ein Mensch? Gibt es Presilla wirklich? A very wise man once. Gibt es überhaupt jemanden? Oder also, ne? Das wäre übel, wenn man ihn erschossen hat, weil der Mann mit dem Boot verwechselt hat. Die Frau mit dem Boot. Ja, ich glaube auch. Nennt man Schiffe nicht meist nach Frauen? Ja. Deswegen heißt er auch Presilla. Verflixt.com, ja. Sehr gut. Sehr gut. Das sehe ich ähnlich. So, bei Abten zu Hause, geht hier noch irgendwas? Therein. Should've listened. Mostly. Nee. Er sollte mal Eddie fragen. Ach so, ja, Bro, Zusammenklang Royal Merrick. Tod an gehobenen Gesellschaft. Disrelaten, ja. Der Justice Klinger steht das aus Serien mehr, das ist Burley. Chillemon, der Kaufwohnung. Also, ja, keine Ahnung. Na, ups, jetzt habe ich rausgetappt. Ja, ach. Wir sollten mal mit Eddie reden. Some fool in a... Ja, komm, geh. Ab mit dir, Fordham. Ab. Ja, Tom schreibt ihr mit ihren Annets Namen, aber vielleicht gibt's ja Presilla gar nicht. Vielleicht ist jetzt nur ein Hoax, Catfish und so. Wisst ihr? Ha. Prank. Haha. XDD LOL. Prank im Globalchat. Weil Baum. A model of the SS Joondalup. Looks like a merchant vessel to me. Die SS Joondalup. This teacup could... Ich check gar nichts. Empty safe. June 17th, 1843. Stuffing it was quite a... March... Probably best to skip this. Agreed. Ja, da waren diese Einträge, die wir schon alle gesehen haben. This one is skip. Gibt es da noch irgendwas Neues? No time. Ja, die Tiere des Australopithecus. Das ist echt seltsam. Ich finde das auch sehr tricky. Ronan wasn't. Just looking at this painting. I guess I didn't know. This man. Some kind of... Ronan. Was hast du mit all dem zu tun? Bist du ein unglücklicher Besucher, der zufällig hier in irgendwas reingelatscht ist? Ich will immer zu in die Arbeit, gehe mal nach Hause. Aber hatte Tom nicht einen Brief von Presilla?
Und es hat herausgefallen, dass die Briefe bei nett ankommen. Also, den Brief von Presilla, den hat Tom geschrieben. Und den Brief, der bei Tom angekommen ist, der war von Presilla, glaube ich. Weil die Handschrift von Tom war in dem Brief von Annette und an Presilla. Das heißt, Tom faked beide. Er betrügt sowohl Annette als auch Presilla, weil er als Zwischenmann steht. Das heißt, er schickt falsche Briefe an Annette und schickt falsche Briefe an Presilla. Aber vielleicht ist Presilla ja gar nicht real. Vielleicht ist es gar kein echter Mensch. He hasn't got just when I thought some kind. This seems to be where. Das ist so This seems to. verrückt einfach. Wir gucken gleich nochmal die Indizien durch. Ich glaube auch, dass Tom der Mörder ist, aber das ist ja jetzt noch nichts Handfestes. Keep up the good work, Upton. I have. Pretty sure that connects. Pretty sure that connects Upton to. Kaliber 36. Hat er eine Kaliber 36 in seiner Wohnung? Für Ronan erschossen wurde, rief jemand Presilla. Außerhalb der Zielpräparators in der Wahlnacht. Das heißt, Ronan. Ja. Mir sagt er, was sind die häufigsten Nebenwirkungen von optimalen Schweißausbrüche, Übelkeit, Gedächtnisverlust, verschworene Wahrnehmung. In ersten Fällen kann es auch so Halluzinationen. Die Presilla, meine Fleiße geschmiedet. Ha. Das ist doch alles komisch hier. Ich bin da noch gar nicht. Ich habe in meinem Gehirn noch nicht so richtig. Ja, man merkt, dass es auch die Jungs da von dem Heidelberger Studio waren, die auch Unfinished Incidents gemacht haben. Unforeseen Incidents. Das war ja auch ein bisschen deeper, ne? Da muss man auch ab und zu mal ein bisschen ums Eck denken. Die haben da schon eine ganz gute Knobelstrategie da drin, die Jungs. Ist vom selben Hersteller, ne? Ist sogar neuer als Unforeseen Incidents. Also. Wir gucken nochmal. Was steht hier drauf? Ist es denn seine Knarre? Ich glaube schon. Ich kann den Fall nicht abschließen. Ich wüsste nicht wo. Was steht da? John Kenson Bowen. Ja gut. Aber es sind meistens eine 38er, so ein Revolver. It's empty. Die Frage ist, wo ist die Waffe? Ne? Wo ist die Waffe? Und was für ein Fehler, habe ich gedacht. Die Frage ist, was will Tom von Presilla, dass er dafür nicht töten würde? Ja, er ist verrückt nach ihr. It won't be much. This looks like this angel. Okay, die können wir auch nicht mehr auspusten, leider. Ist vorbei. What a rack. Das ist vorbei. Keine Chance mehr. Kein Auspusten. Nett ist im Weg. Ja, das ist nicht so nett. I don't think. Der Vampir kann es nicht helfen. Ja, Hauptsache mal drauf gedrückt, ne?
Ja, Eleanor ist halt noch geiler. Der Crimson Cat. In der Bäckerei Morgan. Der Kerker. Ab ins Apartment. Ronans Wohnung. Es muss doch noch irgendwo... No point. He's what? I bet that's a direct line to the police. I bet that... Either not much... Es muss doch noch weitergehen. Irgendein kleiner... Ne? Irgendwas fehlt mir. Irgendetwas. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich den Fall abschließen sollte. Wenn Upton will ja auch nicht so richtig mit mir reden. Prime Minister won't be long before... I don't think I've... Kann ich hier irgendwelche Untersuchungen machen? Assorted lab. I remember... Or perhaps that's a... Ich glaube nicht. Look... I don't think... I feel sorry... Edwards keeps us... Nee. It's important... Nein. This... Keine Möglichkeit. You've seen one dice... Ja, ich versuch's gerne mal bei Tom oder nicht. Aber bei Tom waren wir gerade, der möchte nicht. Und bei Ned auch nicht. Das ist ja wirklich sehr verflixt. Ich würde sagen, wir machen da einfach einen Cut. He hasn't got anything else to tell us right now. Und machen uns nochmal intensiv Gedanken. Oh, look, and after that... Was denn sein könnte. Just some kind of... Makes you wonder if... Und sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Wouldn't they? Then again, so does... Wenn wir vielleicht ein bisschen weiter mitgedacht haben. Wir sehen uns ja heute auf jeden Fall noch zu den diversen anderen Streams. Also ob ich jetzt vor Musikstream noch was mache, keine Ahnung, muss ich mir jetzt mal überlegen vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr Lust habt. Haut's mal in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann nachher auf einem anderen Kanal. Und für jetzt sage ich erstmal ciao und bis dann, ne? Tschüssi.